ja, direkt die erste Frage stellen. Was wären denn Ihre oder was sind denn Ihre Erwartungen an die Bundestagswahlen, gerade im Hinblick auf die Pandemie und die Proteste gegen die Auflagen und das, was Frau Eni jetzt auch gesagt hat? Wie viel Raum werden populistische Stimmen denn von jetzt bis September noch haben? Wie viel Raum sollten sie haben? Und werden wir Auswirkungen sehen dieser Proteste auf die Wahlen? Also wenn wir ein Wiedererstarken der populistischen Parteien sehen, dadurch, dass jetzt mehr populistische Stimmen auf die Straßen gehen? Was ist Ihre Einschätzung da? Ja, erstmal herzlichen Dank auch für die Einladung. Und wir schauen natürlich immer alle sehr gebannt auf den Deutschland-Trend und sind immer dankbar für die Fragen, die auch gestellt werden. Ich finde, dass es unsere Hauptaufgabe ist der demokratischen Parteien, dass wir eine spannende und klare Debatte zwischen den demokratischen Parteien führen in den nächsten 9 Monaten, die uns verbleiben. Und dass wir aufzeigen, wo die Differenzen sind zwischen einer FDP, zwischen den Grünen, zwischen Linken, SPD. Und dass es eine spannende Debatte wird unter uns mit klaren Unterschieden, sachlichem Ton, vielleicht manchmal auch einen echten Angriff, aber trotzdem sozusagen nicht unter der Gürtellinie und dass wir das schaffen. Und dass es eben nicht eine reine die Demokraten gegen AfD oder wie auch immer Debatte wird. Ich glaube, das ist unsere Verantwortung und gleichzeitig eben dort, wo notwendig, auch eine klare Abgrenzung dann auch wiederum hinbekommen zwischen den Demokraten und der AfD. Das ist, glaube ich, die doppelte Aufgabe, die wir haben. Und ich hoffe, dass uns die in Deutschland gelingen wird. Wenn man es etwas größer sieht, sage ich mal, als ich studiert habe, als ich politisch aktiv wurde, da war die Welt so aufgeteilt, es gibt liberale Demokratien und dann gibt es Diktaturen. Und jetzt haben wir ja noch so etwas Drittes dazwischen, rechtsnationale populistische Autokraten. Und das ist, glaube ich, einfach nochmal ein neues Phänomen, wo die Abgrenzungen manchmal fließend sind hin zur liberalen Demokratie, auch dann wiederum fließend hin zur Diktatur. Und damit richtig umzugehen, das ist, glaube ich, auch eine der Herausforderungen. Das sehen wir mit Blick auf Polen, das haben wir aber auch, sehen wir auch in anderen Ländern, auch bei uns. Und ich glaube, das ist noch die große Aufgabe, die wir alle haben. Und noch ein letzter Gedanke vielleicht. Man spricht ja immer wieder von Aufklärung, die wir auch brauchen, also eine neue Zeit der Aufklärung. Und mein Eindruck ist schon, dass der mündige Bürger im Netz eigentlich viel mehr wissen müsste. Ja, also woher kommt die Info? Warum kriege ich diese Info? Wer hat die bezahlt? Und dass eigentlich der Gedanke der Aufklärung, ja, Les Lumières aus Frankreich kommt, aber auch aus Deutschland ja auch verankert, dass wir eine Aufklärung für dieses digitale Zeitalter nochmal bräuchten und dafür auch Transparenz und Regeln und wir schaffen müssen. Und ich hoffe, dass wir das in Deutschland, aber auch europäisch und vielleicht sogar transatlantisch hinbekommen können. Das wäre meine große Hoffnung, dass man das gemeinsam angehen kann. Zu sagen, das ist der Auftrag an uns heute in dieser Generation. Vielen Dank, Frau Brandner. Ja, was die illiberalen Demokratien angeht und auch die Frage, wie gehen wir die Zukunftsherausforderungen denn an? Ich mag den Begriff illiberale Demokratie nicht, das gibt es nicht. Das ist Orbáns Wortschöpfung und sie ist schon ein Diskurs, den wir nicht übernehmen sollten. Das sind Autokratien, rechtsnationale Autokratien. Es gibt keine illiberale Demokratie, das ist ein Widerspruch in sich und wir sollten es nicht übernehmen. Ich glaube, auch darauf werden wir noch Sorry, wenn ich so sage, aber das ist mir wirklich wichtig, weil ich glaube, das ist, wir müssen echt, weil es ist, man mag es semantische Wortklabberei nennen, aber da steckt viel dahinter. Vielen Dank, ja. Da kommen wir, glaube ich, später nochmal tatsächlich zurück auf diese Frage, ist das noch eine Demokratie und was können wir auch auf europäischer Ebene tun, um Demokratien entweder zu schützen oder zurückzuholen in manchen Mitgliedstaaten. Da werden wir bestimmt auch mal über die Bildung, über die Digitalen sprechen. Ich möchte aber noch einen Moment tatsächlich bei den Bundestagswahlen bleiben. Und Herrn Arendt, Sie vielleicht fragen, wie das denn in Frankreich gesehen wird. Gerade jetzt in Bezug auf die deutsch-französischen Beziehungen, das ist jetzt ja hier eine Konferenz, die sich um die deutsch-französischen Beziehungen auch dreht. Frau Merkel verlässt nun nach 15 Jahren Amtszeit das Kanzleramt. Wie schaut Frankreich drauf? Ist das ein Thema? Wird das diskutiert in der Öffentlichkeit, in der Regierung? Was sind da die Erwartungen an die Wahlen im Nachbarland in Frankreich? Ich glaube, Sie sind noch stumm geschaltet. Ja, Mikro an. Also ich möchte mich zuerst mal bedanken für die Einladung und hier mitreden zu dürfen.
Und da meine Kollegin Franziska gerade gesagt hat, dass die Wörter sehr wertvoll sind und in ihrem tiefsten des Sinnen zu nennen sind, werde ich meinen Beitrag weiter auf Französisch machen, wenn Sie es mir geleisten. Ja. Vous m'interrogez sur les interrogations qu'ont les Français par rapport aux élections législatives allemandes. Alors, il faut savoir que le français, de manière générale, s'intéresse peu aux affaires étrangères et aux affaires européennes. Mais le contexte dans lequel j'évolue personnellement, au sein du groupe d'amitié France-Allemagne, au sein de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, au sein de la diplomatie, met quand même en évidence peut-être pas une inquiétude, mais des interrogations quant à l'avenir de l'Allemagne. On sait que les Allemands, vous avez ce sens du consensus, de la discussion, de la coalition, et que vous le poussez jusqu'à son paroxysme. L'observateur avisé que je suis aujourd'hui s'inquiète bien plus des mêmes sujets de préoccupation qu'à Franziska, où l'on perçoit aujourd'hui en Allemagne des choses dont on ne s'imaginait pas encore il y a 5 ans qu'elles puissent exister. Personne n'aurait imaginé il y a quelques années que des complotistes prennent d'assaut le Reichstag. Et pourtant, cela a eu lieu. Personne n'aurait imaginé que l'on voit des citoyens allemands revêtir un gilet jaune et manifester, et je l'ai vu à Saarbrück et je l'ai vu à Munich. Personne n'aurait imaginé que encore une fois, des mouvements très hétéroclites, comme vous l'avez dit en préambule, se réunissent pour manifester massivement contre des mesures qu'ont pris les gouvernements pour protéger la vie humaine. Alors oui, nous regardons ces élections avec beaucoup d'attention. Nous savons qu'il y a une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques, dont certaines sont peut-être présentes ici aujourd'hui, qui auront un rôle important à jouer, et cela n'engage que moi. Nous espérons que ces élections qui vont arriver à l'automne ne vont pas maintenant ralentir les processus que nous avons mis en place au niveau parlementaire. Parce que je me suis amusé hier. Hier, je me suis amusé à reprendre ce que nous avions fait avec Franziska notamment et d'autres collègues allemands depuis le 22 janvier 2019. Et figurez-vous que je suis arrivé à 2 volumes de plus de 100 pages recto verso, de textes et de décisions qui ont été prises. Et nous ne voulons pas ralentir maintenant parce que nous avons des échéances en janvier. Et nous ne voulons pas que les Allemands ralentissent parce que sinon nous serions obligés de ralentir début 2022 parce que nous aurons des élections aussi. Ja, vielen Dank, Herr Arendt. Ich muss mich kurz entschuldigen. Es kann sein, dass es immer eine leichte Verzögerung gibt in den Reaktionen, weil wir natürlich immer noch auf die Übersetzung warten müssen in die jeweils andere Sprache. Vielen Dank. Frau Ricani-Hull, wie wird das Ganze denn in Brüssel gesehen, gerade wenn wir jetzt Regierungswechsel anstehen haben in einem sehr großen Mitgliedstaat, auch gar nicht inhaltlich gesehen, aber Herr Arendt hatte jetzt gesagt, dass es die Hoffnung gibt, dass Prozesse nicht verlangsamt werden durch einen Regierungswechsel. Blickt die Kommission da auch auf nationale Wahlen oder ist die Kommission da besorgt, dass Verhandlungen stocken oder dass Verhandlungsart und Weisen sich ändern, dadurch, dass eine andere Regierung in Deutschland kommen wird, vor allem, weil Angela Merkel natürlich auch schon sehr lange im Europäischen Rat ist, 15 Jahre. Erwartet die Kommission da einen Unterschied? Je suis pas, merci et merci de l'invitation. Bonjour à tout le monde. Je suis pas évidemment ici en tant que fonctionnaire européenne pour commenter la politique nationale. Hein. Simplement, c'est évident que on ne peut pas faire la politique européenne en fonction des échéances des élections nationales. Sinon, ça veut dire qu'à peu près à tout moment, puisqu'il y a une élection qui se passe à peu près à tout moment quelque part,
on devrait s'arrêter et faire des pauses. Donc, par principe, c'est le principe de la continuité de l'action européenne. Évidemment, le couple franco-allemand est important. Évidemment, ce sont deux grands pays et les élections sont observées avec grand intérêt, bien sûr. Mais il est évident qu'on imagine que le principe de la continuité va dominer. Vielen Dank, Frau Ricani-Huhl. Dann würde ich jetzt gerne mal nach Frankreich schauen. Gerade wenn wir über Kontinuität reden, dann ist es ja natürlich nicht nur Deutschland, wo gewählt wird. Im April 2022 haben wir die Präsidentschaftswahlen und noch ist es ein bisschen hin. Aber auch in Frankreich haben wir in letzter Zeit, in den letzten Wochen heftige Proteste gesehen. Nicht zuletzt gegen einige Initiativen von Präsident Macron, wie dem Sicherheitsgesetz, aber auch den Corona-Auflagen. Frau Eni, wie würden Sie denn die derzeitige Situation in Frankreich bewerten? Vor allem, werden wir 2022 wieder die gleiche Konstellation sehen in der zweiten Wahlrunde wie 2017? Wird es wieder Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen sein? C'est malheureusement bien possible, mais j'y viens tout de suite. J'aimerais bien revenir pour réagir aux compatriotes français qui s'inquiètent un peu de ce qui se passe en Allemagne. Je crois que c'est vraiment très très grave ce qu'on voit actuellement sur les marches du Reichstag et compagnie. Je suis entièrement autant choquée que vous, mais je tiens quand même à souligner que là aussi il faut faire attention au langage. Franziska Brandner l'a déjà dit, illiberale Démocratie, c'est un frame. Reichstagssturm, c'est un frame aussi. Malheureusement, il y a des médias qui ont relayé cette expression d'extrême droite. Et nous, on a parlé de 400 Rechtsextreme haben die Stufen des Reichstags erklommen oder sind hinaufgelaufen. Et il faut vraiment faire attention avec notre langage. C'était 400 personnes sur 40 000 manifestants et sur une majorité des Allemands qui ne les suit pas. Voilà, je voulais juste, parce que ça m'importe beaucoup aussi. Das andere Thema, dieses ganze lame duck Ding zwischen Merkel kriegt 2017 eine Botschaft von Herrn Macron, der sagt, wir machen Europa stark, komm mit Angela. Oh, dann zögert sie, dann dauert das und dann dauert das. Die Sorbonne-Rede und es kommt nichts. Ja? Und dann ist es 2020 und endlich ringt sich Angela Merkel durch und sagt, okay, Emmanuel, wir machen jetzt diesen gemeinsamen Corona-Rettungsfonds. Wir sind zum ersten Mal bereit, gemeinsam für diese Schulden einzustehen. Sie überwindet sich, sie macht es, sie tut es. Und jetzt gucken wir auf eine deutsche Ratspräsidentschaft nach 5 Monaten und sagen uns, ach, verdammt, wir hatten uns so viel vorgenommen. Angela Merkel als starke Kanzlerin, Ursula von der Leyen als neue Kommissionspräsidentin, Deutschland und Frankreich, und was haben wir geschafft? Doch leider immer noch relativ wenig. Also ich bin auch verzweifelt darüber, dass es so lange gedauert hat, dass Deutschland sich da hat mitreißen lassen. Jetzt ist Angela Merkel voll dabei und so beliebt wie noch nie. Sie ist jetzt in dem goldenen Endalter ihrer Kanzlerschaft. Und ich hoffe sehr, dass sie jetzt auf den letzten Metern noch was mit Emmanuel Macron zusammen gebacken bekommt, denn jetzt komme ich zur Frage. Ja, natürlich ist genau diese Gefahr gegeben, dass wir 2022 wieder mit der Konstellation zu tun haben von einem Kandidaten von En Marche und die Zweitplatzierte kommt aus dem Rassemblement National, weil die Polarisierung der Gesellschaft tatsächlich, glaube ich, genauso in Frankreich zu beobachten ist wie bei uns in Deutschland. Und weil das Thema Corona so ein wichtiges ist, möchte ich nochmal sehr klar darauf abheben, wir können alle Meinungen zulassen und wir sollten auch den Diskurs in dieser Form für alle Meinungen öffnen, aber auf einer gemeinsamen Faktenbasis. Und das, was rechtspopulistische Strömungen versuchen, ist, den sachlichen Diskurs zu verschieben. Das ist beim Rassemblement National in Frankreich so, das ist bei der AfD in Deutschland so. Und es werden ja jetzt im Zusammenhang mit Corona sogar Fakten in Frage gestellt. Und es wird gesagt, nein, aber man muss doch auch die Wissenschaftler anhören, die sagen, Corona ist wie ein Schnupfen. Nein, wir sind dazu da, sachlichen Diskurs auf Faktenbasis zu organisieren, damit genau diese Verwirrung, die in Social Media stattfinden kann oder im Internet stattfinden kann, was Frau Brandner auch angesprochen hat, damit wir da Orientierung bieten und sagen, das sind die Fakten,
Und auf dieser Basis können wir alle gesellschaftspolitischen Konsequenzen diskutieren, alle Meinungen diskutieren, aber wir müssen auf einem faktenbasierten Diskurs bleiben. Und ich glaube, wenn Angela Merkel jetzt mit der Rückendeckung, die sie im Moment hat und der Zufriedenheit, die sie hat, es schafft, da mit Emmanuel Macron gemeinsam nach vorne zu gehen und gegebenenfalls auch Polen und Ungarn die Grenzen aufzuzeigen innerhalb von Europa, dann können wir, glaube ich, viele aus der stillen Mitte auch wieder für die europäische Idee begeistern an der Stelle. Sorry, war ein bisschen länger, aber ich wollte noch auf alle so ein bisschen reagieren. Vielen Dank, Frau Eni. Herr Arendt, möchten Sie vielleicht direkt darauf eingehen? Il n'y a pas grand-chose à redire ou à rajouter. Hein. Je pense que tout est dit lorsque on n'est plus sur une analyse cartésienne des choses. Il y a aujourd'hui des faits, il y a aujourd'hui, je suis un scientifique hein, à la base, il y a des éléments pragmatiques, probants, concrets. Il y a des morts dans les hôpitaux. Et dans ma région, il y a eu le plus de morts de toute la France, parce que c'est une région d'anciens mineurs de charbon qui étaient déjà abîmés au niveau des poumons. Le souci, c'est que, alors là, il y a un mot allemand qui vient, c'est Aufklärung. On n'a même pas de mot pour dire ça en France. Ein Mangel an Aufklärung. Et ça, c'est bien à plusieurs acteurs de faire ce travail d'éducation. C'est d'une part, oui, aux politiciens de le faire, mais le politicien, il oriente quand même souvent les choses pour convaincre les citoyens d'être de son point de vue. Mais à côté de cela, on a l'école, on a les médias. Et je crois qu'en France, l'Allemagne, quand on voit apparemment, il y a aussi, on entend des doléances sur les problèmes de moyens qu'aurait l'école en Allemagne. En France, l'école a un vrai souci. On a un vrai problème de rémunération des instituteurs et de transmission du savoir. Et on a un énorme problème. Alors, si ça se trouve, ça va se retourner contre moi, ce que je dis, mais je l'assume. On a un énorme problème avec le pouvoir médiatique en France. On parle d'un contre-pouvoir médiatique. Et j'ai bien plus de plaisir à discuter avec des journalistes allemands aujourd'hui, qui sont très souvent dans le factuel, dans la transcription, dans l'analyse, que de discuter avec des journalistes français qui essaient toujours d'avoir un temps en avance, de transformer et de faire, alors là, j'appelle ça du populisme. Et le populisme, ça part toujours d'une vérité. Ça part toujours d'une vérité. Il y a toujours un fait, mais une vérité qui est très légèrement dévoyée. Et très légèrement dévoyée du côté de la peur. C'est ce qui s'est passé avec la fermeture des frontières. Je l'ai vécu. Là, un ministre de l'Intérieur allemand, dans un land, pas fédéral, je ne parle pas de M. Seehofer, qui a compris que lorsque je joue avec un danger que je ne connais pas, qui est mortel, et que c'est l'autre qui me le transmet, je fais peur aux gens. Et il a fait peur à la population, et la population a demandé au ministre-président, écoutez, allez voir votre ministre fédéral, il faut fermer les frontières. Et le populisme, c'est ça. Et effectivement, donc, comme a dit Mme Eni, il faut absolument aujourd'hui revenir sur les faits. Et Franziska l'a dit également, nous espérons que dans les campagnes électorales dans lesquelles nous nous lançons, il y ait des faits, qu'il y ait des différences nettes entre les différentes familles politiques, mais qu'il y ait une barrière par rapport à ceux qui nous mentent. Vielen Dank, Herr Arendt. Also eine Mammutaufgabe an die ganze Gesellschaft quasi. Medien, Schule, Zivilgesellschaft. Es geht darum, den Diskurs wieder zurückzubringen, wenn ich Sie beide richtig verstehe. Frau Brandner, was sind denn Ihre Erwartungen für die deutsch-französischen Beziehungen nach 2022 angesichts dieser großen Herausforderungen und vielleicht auch mit Blick auf die Europaebene? Frau Eni hatte es schon erwähnt, der Wiederaufbaufonds, den wir im Mai gesehen haben, war endlich wieder der große deutsch-französische Wurf, den alle ganz lange gewartet haben, der jetzt endlich kam, kurz bevor Frau Merkel ihr Amt verlässt, 2 Jahre, bevor wieder Wahlen anstehen in Frankreich. Wie sehen Sie die Zukunft der deutsch-französischen Beziehungen für Europa oder die Zukunft dieses Motors der europäischen Integration, wie wir ja auch so gerne sagen, nach den Wahlen?
Ja, herzlichen Dank. Wenn Sie mir ganz kurz auch erlauben, ich mache das wie Frau Eni, ganz kurz noch 2 Sachen zu kommentieren und dann gehe ich auf die Frage aber auch ein, versprochen. Parce que Christophe, je pense que c'est important que oui, ils étaient sur les escaliers du Bundestag, mais ils n'ont pas réussi à entrer. Je veux dire, leur objectif n'a pas été... ils n'ont pas abouti. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention à ne pas leur donner un succès plus grand qu'il était. Alors que je trouve que c'était terrible ce qui s'était passé, on est tout à fait d'accord. Mais voilà, chaque mot compte dans ce débat. Et il faut être juste très, très conscient ce qu'on utilise. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Frage nur der Education, der Bildung ist, sondern es ist eigentlich eine Frage bei der Aufklärung der Emanzipation. Ja, und ich finde, man merkt auch, dass die Frage der Wissenschaftstheorie, also was sind Fakten, wie funktioniert Wissenschaft? Wenn 2 Wissenschaftler was sagen, hat es den gleichen Wert, wie wenn andere, also hier ist ein Wissenschaftler, der sagt was, dann glaube ich dem. Dort gibt es ganze Wissenschaftsinstitutionen mit Getesteten, so dieses ganze System wird, finde ich, sehr wenig diskutiert, verbreitet, erklärt. Und das, glaube ich, ist auch nicht eine Altersfrage, ja, also wo man sagen kann, man fängt jetzt in den Schulen an, sondern da muss man, finde ich, jetzt wesentlich mehr wieder auch Aufklärung oder die Tools in die Hand geben, um es zu verstehen. Zu Ihrer Frage, die deutsch-französische Agenda. Also ich hoffe wirklich sehr, dass wir das Deutsch-Französische ins Konkrete stärker umsetzen können. Und dass wir es, zum Beispiel, Sie haben den Wiederaufbaufonds genannt, dass wir wirklich als Deutsche und Franzosen die Gelder, die ja jetzt europäisch kommen, auch für gemeinsame europäische Projekte nutzen. Leider wurde in den Verhandlungen im Juli fast alles an die Nationalstaaten davon gegeben. Wir haben das stark kritisiert und haben gesagt, wir müssten damit auch europäische große Projekte finanzieren, grüner Wasserstoff, Verkehrsinfrastruktur, Schnellzüge, also die Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie brauchen, auch in Zukunft. Aber es besteht ja trotzdem die Chance, dass wir die nationalen Gelder, die dafür auch an Deutschland und Frankreich gehen, dass wir zumindest einen Teil dafür für gemeinsame Projekte investieren. Ich hoffe, dass wir das erreichen in den nächsten Monaten. Und wir haben gemeinsame Projekte, Christoph, die wir definiert haben in der Assemblée, ja, also im Sektorbereich KI, Transport, Energie. Eigentlich könnte man unsere Liste nehmen, Christoph. Also die Regierungen müssten gar nicht so weit suchen gehen, sondern wir haben Prioritäten definiert. Und selbst als Anhang des deutsch-französischen Vertrages gibt es eine Prioritätenliste. Auch diese Prioritäten könnte man dafür nehmen. Die sind sehr ähnlich mit denen der Versammlung. Das heißt, man hat etwas, was wir erarbeitet haben in den letzten 2 Jahren, wo wir als Abgeordnete aus der Assemblée Nationale, aus dem Bundestag zusammen sagen, das sind die Prioritäten, die wir für unsere gemeinsame Zukunft angehen sollten. Und jetzt das nicht nur auf dem Papier zu schreiben, sondern umzusetzen, das ist, glaube ich, eine der großen Aufgaben. Und der zweite Punkt, das ist die aktuelle Debatte. Man mag auch hier sagen, es sei eine Wortklauberei. Ich glaube auch hier, es gibt in der Politik keine semantischen Debatten. Unser Ziel ist als Grüne, dass wir die europäische strategische Souveränität im Sinne von Handlungsfähigkeit der Europäischen Union wirklich stärken wollen. Und dass wir in Deutschland im nächsten halben, dreiviertel Jahr auch unseren Beitrag dazu leisten wollen, diese Debatte ehrlich zu führen. Weil wir schon der Überzeugung sind, dass es sehr stark von Deutschland abhängt, in welche Richtung wir gehen. Und wenn wir als Europäer sagen, als Deutsche sagen, wir möchten mehr als Europäer selber Ziele definieren können und sie auch erreichen können, dann wissen wir, brauchen wir zum Beispiel einen stärkeren Euro, der eine internationale Leitwährung ist. Das ist in Deutschland eine painful debate. Ja, das ist keine, mit der man sofort alle begeistert. Aber ich finde, man muss die Debatte ist die Verantwortung, die wir in Deutschland haben, ehrlich führen, um danach mit Frankreich vorangehen zu können. Weil es ist offensichtlich, ja, dass wir da eine Wahl haben. Ich finde, man kann sich ja entscheiden, aber die Deutschen müssen wenigstens irgendwann mal entscheiden, wir wollen keinen Euro, der internationale Leitwährung ist, und deswegen akzeptieren wir es auch, wenn dann die Amerikaner ihre Politik über den Dollar durchsetzen. Das kann man politisch auch argumentieren und sagen, das ist es uns wert, dass wir keinen Eurozonenhaushalt haben, keinen europäischen Währungsfonds. Wir verzichten auf das alles und dann akzeptieren wir amerikanische Dollarpolitik. Aber man kann halt nicht sagen, wir wollen keinen starken Euro und sich über die Amerikaner beschweren. Das geht nicht mehr, finde ich. Und diese Klarheit in der Debatte herzustellen,
das ist, glaube ich, die deutsche Verantwortung, damit wir dann ehrlicher mit den Franzosen überhaupt reden können, über was bedeutet strategische Souveränität. Vielen Dank, Frau Brandner. Frau Ricard-Nihul, Frau Brandner hat gerade gesagt, dass wir eine Debatte brauchen über die Zukunft des Euros, die Zukunft Europas wirklich, der Euro als Leitwährung. Wie wollen wir europäische Gelder ausgeben? Welche Prioritäten wollen wir setzen? Was für gemeinsame europäische Projekte wollen wir anstoßen? Wäre das eine Aufgabe für die Konferenz zur Zukunft Europas? Sind das Fragen, die wir an die Bürger weitergeben sollten in dieser Konferenz und die wir auf europäischer Ebene diskutieren sollten? Also wo sehen Sie das Potenzial der Zukunftskonferenz in diesen Zukunftsfragen, die wir gerade gehört haben und besprochen haben? Déjà, il faut préciser qu'on attend encore la déclaration conjointe que les 3 institutions doivent adopter sur la conférence, qui va clarifier évidemment le champ et le format et le processus envisagé. Mais donc l'idée de cette conférence, c'est effectivement d'avoir un grand débat sur le futur de l'Europe, mais aussi des recommandations et une action qui s'en suivra. Et on espère que cette grande conférence sera le plus bottom-up possible, donc directement des citoyens. Il y aura bien sûr un volet institutionnel et interinstitutionnel, mais on met en place pour le moment et on prépare des outils qui seront le plus inclusifs possible. Et je me permets juste de rebondir sur ce que disait Madame Brandner à ce sujet que je trouve très intéressant, de refuser d'utiliser le terme démocratie libérale. Effectivement, c'est intéressant parce que ce qu'il y a dans les traités de l'Union européenne, c'est évidemment une démocratie intrinsèquement liée aux libertés fondamentales et à l'état de droit, évidemment. Mais elle disait à juste titre, il faut poser les termes de ces débats et que le débat politique intègre, que les positions soient claires. C'est vrai, donc c'est ce que l'on dit, mais je crois qu'il faut aussi se poser la question de à qui on parle. Et donc un des grands enjeux de cette conférence, c'est d'essayer d'aller vers les publics qui ne sont pas les publics habitués ni des questions européennes, ni du débat public en général. C'est un grand défi de nos démocraties. Je crois qu'on a une tendance aujourd'hui à faire la démocratie dans des bulles et les réseaux sociaux, évidemment, y contribuent beaucoup. Et donc, le but, c'est de casser ces bulles et d'essayer au maximum d'avoir des vrais espaces de démocratie délibérative et participative. Donc vraiment essayer d'aller vers les publics qui sont moins habituellement associés et essayer de créer les conditions, des formats qui permettent la délibération et justement le débat entre des gens qui peut-être ne se parlent plus, que ce soit à l'intérieur de leur pays ou, et bien évidemment, au-delà des frontières. Et c'est un défi aussi de cette conférence, c'est d'avoir une forte dimension transnationale aussi bien que locale et nationale. Vielen Dank. Frau Brandner, Herr Arendt, möchten Sie dem irgendwas hinzufügen? Vielleicht Herr Arendt erst? Ja. Moi, je veux bien répondre à Franziska parce que vous pensez bien que son idée est excellente et qu'elle a déjà fait son chemin en France aussi. Quand au mois d'avril, un certain nombre de parlementaires de l'Assemblée franco-allemande commencent à parler de souveraineté sanitaire européenne et de dette commune et que nos exécutifs nous opposent un non, vous imaginez que nous nous sommes mis au travail et que c'est grâce à cela que nous avons abouti, et je le dis en toute humilité, à l'initiative Macron-Merkel du 18 mai. C'est grâce au travail des parlementaires. Et si aujourd'hui nous sommes dans une situation où nous avons défini dans le traité d'Aix-la-Chapelle d'une quinzaine de projets prioritaires et que nos exécutifs cet été à Brégançon se disent « Ah, ben, ce serait bien que dans le plan de relance européen, on mette des projets franco-allemands. » Eh ben, dans la tête du parlementaire que je suis, cela fait un raccourci très rapide. Et dans les jours à venir et dans les semaines à venir, j'exigerai de mon gouvernement qu'au moins une partie des projets qui sont dans le traité d'Aix soit défendus par la France et l'Allemagne dans le fonds de relance européen pour devenir des projets franco-allemands prioritaires.
Parce qu'encore une fois, nous sommes là pour représenter le peuple et nous sommes là pour rappeler à nos exécutifs qu'il faut un peu de cohérence dans tout cela. On ne signe pas 15 projets prioritaires en janvier 2019 à Aix-la-Chapelle et à l'été 2020, on reparle d'autres projets franco-allemands prioritaires et puis on oublie qu'on a fait une première liste. Donc là, Franziska, tu peux compter sur moi. Théoriquement, il y a déjà un courrier qui est parti à nos exécutifs, un courrier, au moins Andreas et moi. La semaine prochaine, ça fera l'objet à Paris d'une question d'actualité au gouvernement, au ministre des Affaires européennes. Et très probablement que ce sera un des sujets très importants de la prochaine plénière de l'Assemblée parlementaire franco-allemande en janvier, où j'espère te voir après plus d'1 an où on ne s'est pas vu en vrai. Soll ich kurz ergänzen? Ach so, wird noch übersetzt. Ja, Frau Brandner? Entschuldigen Sie, ich habe nicht auf die Übersetzung gewartet. Genau, also wir haben leider in Deutschland die Situation, dass die Bundesregierung bis jetzt den Bundestag nicht einbezieht in die Umsetzung des Wiederaufbaufonds. Aber wir kämpfen auch dafür, Christoph, vielleicht schaffen wir es gemeinsam. Und ich glaube auch, dass diese Frage nochmal der Demokratie, die ja gestellt wird, und der Zukunftskonferenz, also wir müssen höllisch aufpassen, dass das kein Prozess wird, wo man gemeinsam redet und am Ende nichts daraus entsteht. Weil ich glaube, davon gab es schon genügend. Und dass es deswegen wichtig ist, auch die Erwartungen richtig zu formulieren und konkrete Fragen auch zu diskutieren. Und ich glaube, das wird die Herausforderung bei dieser Zukunftskonferenz. Und dass wir wirklich uns die Blockaden anschauen. Also diesen Fokus legen auf Handlungsfähigkeit, woran hapert es und wie wollen wir handlungsfähiger werden. Das ist zumindest mein Gefühl. Und es gab einige Kommentare hier auch im Chat. Ich habe meinen Punkt der Aufklärung nicht gemeint im Sinne von wir gegen die oder wie auch immer geartet, sondern wirklich im Sinne von, wir haben uns im Analogen als Gesellschaften die Voraussetzung dafür geschaffen, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger gut und richtig informieren können. Wenn ich als Abgeordnete in der Heidelberger Innenstadt Flyer verteile, dann muss da draufstehen, wer verantwortlich ist im Sinne des Presserechts. Und wenn dann auch eine Partei und wie auch immer draufsteht, können Sie nachfragen, woher wir das Geld dafür haben. Dann muss die Partei offenlegen, woher unsere Gelder auch kommen. Das haben wir uns aus guten Gründen, also ich nicht, die Generation vor uns erkämpft. Und was man auch Richtigstellung in Zeitungen, also ich meine, da sind ja ganz viele Dinge, die man sich erarbeitet hat, die genau aus dem Gedanken der Emanzipation heraus entstanden sind, die wir aber noch nicht geschafft haben, ins Digitale zu übertragen. Und deswegen ist das für mich eine Schaffung von Voraussetzungen für uns alle. Und der Punkt des Zuhörens und der Differenzierung, das hat Frau Ene ja auch angesagt. Ich gehe sehr unterschiedlich um mit Kollegen der AfD im Bundestag und dann aber auch Demonstrierende, die die gegen die Corona-Regeln demonstrieren. Bei uns, wir hatten neulich hier auch, also bevor die letzten Einführungen bei mir zum Beispiel vor Ort in Wiesloch und Walldorf, das war so ein Bürgergespräch auch mit meinem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Dann gab es davor auch eine Demonstration, dann gehe ich eine halbe Stunde früher hin und rede natürlich mit den Bürgerinnen und Bürgern und versuche das zu verstehen und zuzuhören und zu differenzieren und zu gucken, worum geht es. Und da gibt es sehr unterschiedliche Gründe und eben auch darauf zu achten, welche ja auch berechtigt sind. Also ich habe mir zum Beispiel einen Teil zusammen mit Christoph haben wir uns darum gekümmert. Ganz viele Bürgerinnen und Bürger waren totunglücklich darüber, dass sie ihre Partnerinnen und Partner nicht sehen durften über Wochen und Monate, weil sie nicht verheiratet waren. Und Herr Seehofer die Regel aufgestellt hat, es dürfen sich nur verheiratete Paare sehen. Das war virologisch vom Virus her überhaupt nicht begründbar. Der Eheschein ist keine Hürde bei dem Virus. Und das haben die Bürgerinnen und Bürger zu Recht gesagt, Frau Brandner, das macht rational aus der Perspektive der Wissenschaft heraus auch keinen Sinn. Und deswegen haben wir uns dafür auch eingesetzt, dass die wieder aufgehoben werden. Deswegen finde ich, muss man sehr genau zuhören und schauen, wo es berechtigte Punkte gibt, die man auch ansprechen muss. Und wo wir haben jetzt ganz passend tatsächlich für meine nächste und vielleicht auch letzte Frage, weil wir ganz viele Fragen von den Zuschauerinnen und Zuschauern haben, gesagt,
Grenzschließungen und dass Partnerinnen und Partner sich nicht sehen konnten während der Corona-Krise. Das war natürlich auch ein Thema für die EU. Und jetzt zum Abschluss würde ich gerne noch mal eine kurze Frage an Sie alle stellen. Illiberale Demokratie möchte ich jetzt nicht mehr sagen, aber angesichts der Aushöhlung der Demokratie in manchen Mitgliedstaaten, welche Rolle kann und sollte vor allem die EU denn spielen? Also welche Rolle sollte die EU einnehmen, um Demokratie in den Mitgliedstaaten, aber auch auf europäischer Ebene zu schützen, jenseits dieser Zukunftskonferenz, wo ich Ihnen übrigens komplett zustimme, was die Erwartungshaltung angeht. Aber vielleicht ganz kurz eine Runde an Sie alle. Welche Rolle spielt die EU, um Demokratie zu schützen, sowohl in den Mitgliedstaaten als auch in Europa selber? Frau Eni, möchten Sie anfangen? Das ist jetzt natürlich so eine Frage, auf die man auf gar keinen Fall kurz antworten kann. Aber nein, ich würde sagen, jetzt gerade im Zusammenhang mit Polen und Ungarn haben wir einen konkreten Fall vor der Tür, wo wir uns jetzt verhalten müssen dazu, wo wir als EU auch entscheiden müssen, wie gehen wir da jetzt weiter voran, wie wichtig ist uns die Rechtsstaatlichkeit in der EU, und da gibt es für mich kein Vertun. Das müssen wir jetzt zusammen mit dem Haushalt und dem Corona-Hilfsfonds irgendwie klären. Ich hoffe, dass das noch bis zum Jahresende gelingt. Und vielleicht nur ganz kurz von mir, das, was Sie jetzt über die Zukunftskonferenz sagen, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass die Leute, die daran beteiligt werden, nicht die sind, die genauso wie wir alle von Europa überzeugt sind, sondern es ist ganz wichtig, da auch Menschen mit reinzunehmen, die es eben nicht so sehen wie wir. Wir hier sind uns ja alle im Wesentlichen einig und nur in Details unterschiedlich. Wir müssen ernst nehmen, dass 25% der Wähler in allen europäischen Ländern der EU kritisch gegenüberstehen. Und wie können wir die mitnehmen und wie können wir deren Sorgen mitnehmen und wie können wir die wieder für dieses Projekt begeistern? Vielen Dank, Frau Eni. Herr Arendt? Möchten Sie? Alors, c'est une question éminemment compliquée, mais en même temps fondamentale. D'abord, pourquoi est-ce qu'on pourrait douter que l'Union européenne protège la démocratie? On pourrait en douter parce que du ressenti populaire, on a l'impression qu'elle ne répond plus aux préoccupations des citoyens. Et sur la crise de la fermeture des frontières, imaginez juste qu'un certain monsieur Philippot, qui avait écrit un livre qui s'appelait Frexit, a dit là-dedans à la première situation sérieuse, vous verrez, l'Allemagne se repliera sur elle. Et c'est exactement ce qui s'est passé et on lui a donné raison et l'Union européenne n'y a rien changé. Alors on s'est mis au travail et on n'est pas arrivé à une seconde fermeture des frontières au mois d'octobre. Mais ça a été très compliqué. Et c'est grâce à l'audition de Seehofer et Castaner avant l'été, par l'Assemblée franco-allemande, où ils se sont engagés à ne pas le refaire, qu'ils ne l'ont pas refait, parce qu'on était à 2 doigts de revenir vers cette situation. Donc pour moi, aujourd'hui, il faut que l'Union européenne réponde aux préoccupations des gens, et c'est comme ça qu'elle protège la démocratie. Et l'Union européenne, finalement, elle a été créée pour répondre aux préoccupations des gens. Elle a été créée pour préserver la paix, elle a été créée pour le bien-être des peuples, elle a été créée pour créer un espace de liberté, pour faire de la sécurité, de la justice, et puis pour relever tous les grands défis du futur. Et ces grands défis du futur, je mettais en tout premier celui du développement durable, et pas seulement d'un point de vue écologique, mais celui du développement durable sur le plan des 17 objectifs de développement durable. Et là, on entre dans le quotidien des citoyens, on entre dans l'égalité homme-femme, on entre dans l'interaction de l'individu avec la société, avec son entreprise, et ça, ce sont des questions que les citoyens se posent aujourd'hui. Je vais finir très rapidement. Aujourd'hui, je mets au défi n'importe lequel d'entre nous de sortir dans la rue et de demander aux passants qu'a apporté l'Europe dans votre vie. Très souvent, vous aurez droit à un grand Fragezeichen. Très souvent. Parce que nous n'avons pas réussi à mettre l'accent en termes de communication sur ce que l'Europe a ramené. Alors, vous allez dire la paix. Mais la paix, quand je regarde le panel d'aujourd'hui, quasiment aucun d'entre nous n'a connu la guerre. Et donc, il faudrait au moins expliquer déjà ce qu'est la guerre. Et ensuite, on pourra dire l'Europe a garanti la paix. Donc, pour moi, l'Europe doit garantir, pour redonner cette notion de démocratie. Vielen Dank, Arendt. Frau Ricard-Niul, möchten Sie vielleicht aus europäischer Sicht etwas hinzufügen?
Oui, ouais, je pense que dans votre question, ce qui est intéressant, c'est que vous ayez utilisé le terme protéger la démocratie. Effectivement, je pense qu'on en est arrivé là, on le voit bien, il y a un besoin de protection et j'ai l'impression quand même que les institutions européennes évoluent vers un cadre plus contraignant dans ce domaine, que ce soit le mécanisme de protection de l'état de droit que la conditionnalité, l'idée de la conditionnalité qu'on commence à faire entrer dans les mécanismes européens. Donc, c'est intéressant. Mais moi, je me demande toujours pourquoi on touche à la question de la démocratie à travers un angle qui est finalement un peu négatif, c'est-à-dire, oulala, on va vers une mauvaise évolution, et je ne la minimise pas, loin de là, elle m'inquiète comme beaucoup. Donc, il faut protéger, en gros, limiter les dégâts. Et il y a une vision positive aussi de tout ça, c'est de se dire, et là, je me permets de prendre une autre casquette qui est d'auteur pour l'Institut Jacques Delors, où j'ai écrit un papier que j'ai appelé représentation et participation, réinventer la démocratie européenne, parce qu'il y a aussi la notion d'innovation. Il n'y a pas que la notion de protection. C'est quoi aujourd'hui le nouveau modèle démocratique que l'Union européenne a envie de développer et de proposer aussi au reste du monde, parce qu'elle est, j'insiste là-dessus, le vrai laboratoire d'une nouvelle démocratie aussi, qui est la démocratie transnationale. Comment on fait pour se parler entre gens qui ne parlent pas la même langue, qui ne viennent pas de la même culture? Et on sait aujourd'hui que ces démocraties transnationales dans un monde globalisé vont être extrêmement importantes pour l'avenir. Donc voilà, moi j'ai aussi cette notion d'innovation en tête. On voit bien que nos démocraties représentatives sont fondamentales et elles sont les socles de l'Union européenne, mais elles sont essoufflées, elles sont fatiguées. On a besoin de réinjecter de la participation citoyenne, de nouveaux formats, plus inclusifs aussi, parce qu'on voit bien que nos démocraties représentatives ont du mal à aller de plus en plus vers certains publics. Comment on fait avec ces nouveaux formats pour innover et venir complémenter, bien sûr, la démocratie représentative? On ne veut pas la remplacer, mais on veut la renforcer à travers ça. Et je pense la conférence sur l'avenir de l'Europe est un des moyens pour essayer d'avancer dans cette innovation, que ce soit à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle locale, parce que la démocratie participative sur les sujets européens, ça doit aussi se passer à l'échelle locale. Vielen Dank, Frau Ricaniu. Frau Brandner, möchten Sie vielleicht noch kurz etwas hinzufügen? Ich mache es kurz. Ich knüpfe daran an. Ich glaube, einer der wirklich neueren Modelle der Partizipation sind die sogenannten Bürgerräte, also mit gelosten Bürgerinnen und Bürgern, die über einen längeren Zeitraum eine Frage bearbeiten und dafür auch sich Expertise heranholen können. Wir haben das bei uns in Baden-Württemberg stark gemacht, in Irland, in Belgien jetzt. Ich hoffe, dass es auch eines der Formate der Zukunftskonferenz ist, weil damit sichergestellt ist, Frau Eni, dass eben nicht nur die usual suspects dabei sind, sondern wirklich ein Querschnitt der Bevölkerung. Zweiter kurzer Punkt, wenn wir Demokratie schützen und voranbringen wollen, dann glaube ich, ist jetzt ein zentraler Moment mit Blick auf Ungarn und Polen, um auch eine Klarheit zu haben. Und es ist ja schon ein Kompromiss, der auf dem Tisch liegt. Und wir können nicht weiter weggehen. Wenn wir wieder die Unabhängigkeit der Justiz streichen, ja, dann ist sehr viel wirklich verloren. Und ich glaube, das geht nicht. Und meiner Eindruck nach versuchen gerade Ungarn und Polen in die Offensive zu kommen, indem sie sagen, wir sind doch die Hüter der Verträge, wir verteidigen die europäischen Verträge. Und das dürfen wir auch da nicht zulassen, sondern die Grundlage der Europäischen Union ist Artikel 2. Kein Land darf beitreten, wenn es nicht demokratisch ist. Das ist die Geschäftsgrundlage. Und wenn die Geschäftsgrundlage wegfällt, dann ist alles möglich. Und deswegen müssen wir darauf pochen und hier sehr klar bleiben und auch nicht in gute oder schlechte unterscheiden oder ein bisschen Rechtsstaatlichkeit und ein bisschen weniger Rechtsstaatlichkeit. Das ist, glaube ich, ein sehr gefährlicher Diskurs und wir haben alle die Aufgabe, das zu schützen. Kurz, es gab die Frage zu öffentlich-rechtlichem. Wir wollen eine europäische Plattform für öffentlich-rechtliche Informationen europaweit, wirklich, damit man diese Informationen gemeinsam auch nutzen kann. Und wir sehen das mit Arte in der Vielsprachigkeit, dass das schon genutzt wird und das gerne ausbauen zu einer Plattform. Außen brauchen wir die Unterstützung der Zivilgesellschaften in den Mitgliedstaaten und die Handlungsfähigkeit der EU, die sich beweist an den großen Aufgaben Digitalisierung, Klima- und Außen- und Sicherheitspolitik. Wenn wir dort, und ich sage mal noch Migration, Asyl, dort müssen wir zeigen, dass unsere Werte auch dort zählen, dass wir Werte haben, die wir gemeinsam verteidigen und voranbringen. Wenn wir das schaffen, bin ich mir um die Europäische Union nicht bange.
Und da am Ende nochmal kam, der Bundestag soll sich stärker mit einbringen. Ich kann Ihnen zusichern, wir haben überhaupt nie eine Pause gemacht. Und ich habe im Bundestag so viel gearbeitet wie sonst die 3 Jahre davor nicht, weil wir so viele Vorlagen auch erarbeitet haben, angeschaut haben, auch als Opposition heraus konstruktiv, kritisch den Prozess begleitet haben. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir jetzt wieder eine stärkere, nochmal, also sagen, ne, Leitplanken haben für Regierungshandeln. Aber das ist wirklich so, dass der Bundestag nicht gearbeitet hätte, sage ich jetzt auch als Opposition, dass wir haben durchgehend gearbeitet und auch aufgepasst. Das war auch eine ganz gute Überleitung in die erste Zuschauerfrage. Wir haben tatsächlich einige Fragen hier stehen. Die erste geht auch an Sie, Frau Brandner. How does Ms. Brandner assess the almost past German EU Council presidency, and what are the panelists expecting for the next trial presidency led by France? Angesichts der kurzen Zeit, die wir nur haben, würde ich sagen, vielleicht fangen Sie, Frau Brandner, an mit der deutschen Ratspräsidentschaft und dann können Sie, Herr Arendt, ein wenig was zur französischen Ratspräsidentschaft sagen, die ja 2022 ansteht. Also bis jetzt ist meine Einschätzung, dass es große Hoffnung gab und bis jetzt viele vertane Chancen. Und wir noch 3, 4 Wochen haben, um Brexit, Wiederaufbaufonds, ja, die Dinger, die müssen ja eigentlich durchgehen. Und wir sind da noch echt ein Stückchen weit von entfernt. Und ich hoffe, dass Frau Merkel jetzt wirklich ihr gesamtes politisches Gewicht da reinhängt. Es wird nicht ohne gehen. Und ich sage mal, die Frage der Rechtsstaatlichkeit, die löst nicht Botschafter Klaus in Brüssel, die wird nur am Ende auf höchster Ebene gelöst werden können. Und da braucht es eine Standhaftigkeit, die Frau Merkel beweisen kann, weil sie alle Akteure eigentlich lang genug kennt. Und schließlich ist Orban auch immer noch ihr Parteifreund. Ja? Also man darf das, finde ich, nicht vergessen. Fidesz ist immer noch Teil der EVP. Es ist Teil der Parteienfamilie, ihrer eigenen Parteienfamilie. Und ich denke, dass es da jetzt eine Klarheit braucht und dass man auch Alternativen aufzeigt. Dass Frau Merkels Rolle ist, zu zeigen, wir sind nicht erpressbar als Europäische Union. Es gibt auch alternative Wege, wie wir den Wiederaufbaufonds aufsetzen können, ohne Polen und Ungarn. Das ist nicht schön, wir hätten es gerne anders, aber wir sind nicht erpressbar. Und ich finde, diese Haltung müsste Frau Merkel jetzt haben und nicht die Haltung, wir suchen jetzt schon wieder nach Kompromissen, sondern klar zu sagen, wir sind nicht erpressbar. Werte sind die Grundlage. Und wer mitmachen will, macht gerne mit. Und wer nicht mitmachen will, beim Wiederaufbaufonds macht halt nicht mit. Und diese Klarheit, glaube ich, die brauchen wir in den letzten Wochen der Ratspräsidentschaft. Sonst kommen wir gar nicht voran. Die Slowenen, die danach kommen, ich habe da ehrlich gesagt nicht große Hoffnung, dass es danach mehr politisches Gewicht für diese Lösungen gibt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Brandner. Herr Arendt, wie sieht es denn mit der französischen Ratspräsidentschaft aus, die bald ansteht? Alors, très rapidement, nous interviendrons après la Slovénie et le Portugal, début 2022, dans une période également électorale chez nous. Je pense qu'à ce moment-là, nous serons en plein dans la mise en application du plan de relance européen et qu'il faudra vraiment être moteur dans ce sens-là pour redonner par cette relance post-crise sanitaire une vraie puissance et une vraie cohésion à l'Europe. Et moi, le signe avant-coureur que j'ai vu vers cette puissance européenne retrouvée, c'est la déclaration Heiko Maas, Jean-Yves Le Drian sur la nouvelle élection aux États-Unis. Et j'espère que d'ici là, l'Europe parlera d'une seule voix dans la construction de sa relation transatlantique. Vielen Dank, Herr Arendt. Das war die Frage von Maximilian Senger. Die nächste Frage geht an Sie, Frau Ricard-Newell von Markus Schwarz. Welche Erwartungen haben Deutschland und Frankreich an die Konferenz zur Zukunft Europas, insbesondere im Hinblick auf eine Demokratisierung der EU? Wann wird diese beginnen? Also die Konferenz, nehme ich an. Wann können wir mit der gemeinsamen Erklärung der 3 EU-Institutionen rechnen? Écoutez, sur la déclaration commune, je sais qu'ils y travaillent. Donc, comme ce n'est pas moi qui vais finalement la finaliser et la signer, je ne peux pas parler pour les institutions, mais je sais que la volonté est maintenant d'avancer le plus vite possible. Il faut savoir que, évidemment, tout ça a été n'est pas lié à des désaccords institutionnels profonds, mais plutôt à la crise sanitaire qui a amené d'autres priorités et qui ne permettait plus
la dimension de réunion physique que cette conférence devait comporter et qui est importante en démocratie, parce que évidemment le dialogue se fait mieux lorsqu'on peut partager un lieu. Mais la volonté est là et je pense que ça avancera. J'ai l'impression que c'est un dossier qui est bien sûr au départ proposé par la France et reprise par la Commission et les institutions européennes, mais fortement soutenu par l'Allemagne, et que c'est d'ailleurs ce soutien allemand et cet accord franco-allemand pour avancer sur ce dossier qui a contribué. Donc, je pense que là-dessus, il y a convergence de vues. Et symboliquement, si la présidence allemande faisait le premier pas de cette conférence et puis qu'elle se terminait sous présidence française en 2022, évidemment, ils joueraient tous les deux un rôle important dans cette conférence. Vielen Dank, Frau Ricaniul. Die nächste Frage geht an Sie, Frau Eni. Es sind tatsächlich 2 Fragen, die ich mal zusammennehmen werde. Die erste Frage ist von Heidi Breuer. Wie kann die Politik das Vertrauen der besorgten BürgerInnen wiedergewinnen, die in Deutschland und Frankreich auf die Straße gehen? Sollte der Bundestag bei aktuellen Krisenentscheidungen nicht beispielsweise stärker eingebunden werden? Und die zweite Frage, die in eine ähnliche Richtung geht, von einem anonymen Zuschauer, ist: Präsident Macron ist 2017 als Kandidat der Mitte angetreten und konnte mit seiner Bewegung viele progressive Wähler der gemäßigten Linken gewinnen. Inzwischen bröckelt dieses Image. Wie viel gesellschaftlicher Sprengstoff steckt in einem Zweikampf Macron-Le Pen in 2022 und welche Rolle werden Sozialisten, Grüne und Linke spielen? Ja, das ist tatsächlich, also der zweite Teil, also der Blick auf die französische Präsidentschaftswahl, da weiß ich nicht genau, ob ich dazu so gut antworten kann. Aber letztendlich das, worum wir uns da ja drehen, ich habe das auch in einigen anderen Fragen so ein bisschen rausgehört, ist, wie nehmen wir diese besorgten Bürgerinnen und Bürger wieder mit? Ich habe auch eine Frage gelesen, da hieß es, naja, das mit der Aufklärung, das kommt schon wieder so rechthaberisch rüber. Also die würde ich da vielleicht auch so ein bisschen mit reinnehmen. Denn ich glaube, kurze Referenz an die Umfrage, die ich zu Beginn zitiert hatte aus dem Oktober, der Deutschland-Trend. Wie zufrieden sind Sie mit dem Funktionieren der Demokratie? 11% sagen gar nicht zufrieden. Das sind die, von denen wir sagen, naja, vielleicht ist das halt so ungefähr der Prozentsatz in jeder Gesellschaft, die werden wir auch nicht mehr bekehren können, die sind eben gegen alles. Wir dürfen auch nicht zu viel Energie darauf verwenden, diese völlig abgetauchten zu gewinnen. Aber 24% sagen, sie sind weniger zufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie. Und genau das ist das, was ich vorhin meinte, wenn wir über Europa reden. Reden wir leider ganz oft immer mit denen, die einverstanden sind, die sich freuen, dass es Europa gibt. Wir müssen die einbinden und wir müssen rausfinden, was stört Sie denn da wirklich dran? Ein Beispiel passt nicht genau zu Europa, aber wir haben ja in Deutschland die Diskrepanz. Die AfD schreit Lügenpresse und sagt, wir sind alle staatlich gelenkt und wir berichten nicht objektiv. Und die anderen, die uns wohlgesonnen sind, schreien Nazis und so. Damit kommen wir keinen Schritt weiter, sondern wir müssen uns eigentlich dahin bewegen, wo der normale Mensch ist, und der hat vielleicht nicht das Problem mit Nazis oder Lügenpresse, sondern der fragt sich, warum hat mein Schwimmbad um die Ecke zugemacht? Warum hat meine Kommune nicht mehr genug Geld? Warum findet mein digitaler Unterricht in der Schule nicht richtig statt jetzt in diesen Zeiten? Und ich glaube, wir müssen uns auch als Medien da tatsächlich sehr viel stärker zurücknehmen. Ich bin bei der Aufklärung, so wie Sie sie hier alle beschrieben haben, ganz bei Ihnen. Wir müssen es den Bürgern ermöglichen, sich aufzuklären und sich zu emanzipieren. Aber das, was nicht mehr funktioniert, meine feste Überzeugung bezüglich der Medien, ist es, dass wir früher doch schon mal sagen konnten, also so ist die Welt, ich habe sie für dich verstanden und ich erkläre dir jetzt, wie es läuft. Allein aufgrund der Vielzahl der Informationen, die es im Internet zur Verfügung gibt, haben die Bürger schon längst nicht mehr den Anspruch von uns, die Welt erklärt zu bekommen, aber sie erwarten von uns, dass wir ihnen sagen, was sind die Fakten zu einem Thema, was ist dein Problem und welche politischen Meinungen gibt es dazu, und wir bieten diesen Plattformaustausch. Ich
bin an der Stelle auch sehr bei Christoph Arend, der gesagt hat, seine Wahrnehmung der französischen Medien teilweise zumindest ist, die würden so von oben herab schon mal für gut befinden, was der Bürger zu denken hat. Ich kann das nicht 1:1 teilen, aber jedenfalls ist das die völlig falsche Haltung, wenn wir diese besorgten Bürgerinnen und Bürger wieder für uns für Einvernehmen zu uns bringen wollen. Wir müssen denen sagen, bei uns kriegst du das, was die faktische Basis ist. Bei uns kriegst du einen legitimen demokratischen Schlagabtausch auf Basis von Fakten und dann kannst du dir deine Meinung bilden. Ich bin dazu da, dir diese Befugnis und diese Emanzipation zur Verfügung zu stellen. Aber ich bin nicht dazu da, dir zu erklären, wie die Welt funktioniert. Es sei denn, bei einem Kommentar, bei einer Meinung, dann darf ich natürlich als Journalistin auch sagen, was ich davon halte. Aber da hat sich unsere Rolle auch, finde ich, stark verändert und wir müssen uns viel mehr in die echte Lebensrealität dieser Menschen reinversetzen, um sie zu begreifen und um sie bei uns im sachlichen Diskurs zu halten. Vielen Dank, Frau Eni. Herr Arend, möchten Sie vielleicht noch kurz etwas hinzufügen zu der Frage, wie viel gesellschaftlicher Sprengstoff steckt in einem Zweikampf Macron-Le Pen 2022 und welche Rolle werden Sozialisten, Grüne und Linke spielen? Alors, je vais être très prudent parce que les 3 ans et demi de mandat écoulés ont été vraiment émaillés de multiples surprises et de multiples événements auxquels personne ne s'attendait. L'état de la social-démocratie en France, donc le Parti socialiste, aujourd'hui est malheureusement en perte de vitesse. Il se construit du côté gauche de la République en marche une aile autour d'un certain nombre de ministres comme Le Drian, qui est territoire de progrès, mais qui visiblement ira dans la majorité. L'extrême gauche, on l'a vu encore dans les événements de la semaine passée, a vraiment cherché à attiser un certain nombre de violences. On a essayé de monter les Français contre les policiers sur des événements qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Des policiers ont commis l'irréparable, l'impensable, et vont être punis pour cela, mais que l'on ait remis de l'huile sur le feu sur cette discussion-là, quant à quel point la situation d'un affrontement entre le président Macron et Marine Le Pen peut être explosif. J'espère quand même que l'on va aller dans le sens des statistiques dont a parlé Madame Eni, et qu'une majorité de Français ont quand même envie que la France reste une démocratie, même si je ne suis pas pour ce que l'on appelle le Front républicain. Je trouve que c'est une très mauvaise idée de se coaliser contre quelqu'un. Je préférerais beaucoup plus qu'on soit au propos introductif de Franziska dès le début, où elle a dit « chaque parti doit avoir sa philosophie propre et les délimitations doivent être nettes et on doit pouvoir donner le choix aux gens ». Ce qui se passe en France, cette bipolarisation n'est pas une bonne chose. Vielen Dank, Herr Arend. Vielleicht zum Abschluss jetzt noch mal eine Frage, die wieder sich mehr auf europäischer Ebene bewegt. Die geht auch an alle Podiumsteilnehmer von Audrey Lesper. Wie glauben Sie, dass wir nach der ungarischen und polnischen Blockade die Verabschiedung des Wiederaufbauplans und des, ich weiß leider nicht, was diese Abkürzung bedeutet, CFP wieder aufheben können? Gibt es eine Chance, den Rat im Dezember zu erreichen? Was wären sonst die Lösungen? Frau Brandner, möchten Sie anfangen? Ich kann gerne anfangen. Also die Frage ist ja sehr berechtigt, wie kommen wir aus dieser Situation raus? Für den Haushalt, in dem der Wiederaufbaufonds aktuell aufgehangen ist, braucht es die Einstimmigkeit für den Eigenmittelbeschluss. Das ist das technische Konstrukt. Man hat die Verknüpfung, wurde eingegangen, auch durch die Ratspräsidentschaft zwischen dem eigentlich schon seit 2018 laufenden Verfahren für die Einführung einer Rechtsstaatlichkeit mit Blick auf die Vergabe der EU-Gelder. Das ist ja, läuft seit 2018, der ist eigentlich mit qualifizierter Mehrheit, dafür braucht man eigentlich keine Einstimmigkeit, aber de facto wurde es geknüpft an den Haushalt. Und in dieser Situation ist man momentan. Und da drohen jetzt 2 Länder mit dem Veto oder haben es auch schon einmal ja eingesetzt. Und die Frage ist natürlich immer, ja, wie kommt man aus der Situation raus?
ich denke, dass man eben klar zu verstehen geben muss, dass wir nicht erpressbar sind. Also momentan finde ich, ist die Debatte zumindest in Deutschland, ich habe sie nicht so eng in Frankreich verfolgt, dass es immer heißt, Orban erpresst uns. Das unterstellt ja, wir sind erpressbar. Sind wir aber gar nicht. Also es gibt unterschiedliche Wege, die wir gehen können. Es gibt die verstärkte Zusammenarbeit im Rahmen der Verträge, die wir gehen können. Es gibt noch eine viel unschönere Variante, dass wenn der Haushalt, der europäische, weiterläuft, das kennen wir ja, dass er dann, ne, wenn er keine Einigung gibt, läuft ein Teil weiter, dann kann man die Verordnungen über die Strukturfonds so ändern, dass Polen und Ungarn de facto nichts mehr bekommen. Also das ist alles nicht so schön, ne? Aber es sind alles Möglichkeiten, die man mit qualifizierter Mehrheit verabschieden kann. Und ich denke, dass es notwendig ist, wieder das auch aufzuzeigen, um dann vielleicht nochmal gemeinsam an den Tisch zu kommen und zu fragen, ist es nicht in unser aller Interesse, dass wir diesen Haushalt und auch die Rechtsstaatlichkeit behalten. Und da ich leider gleich rausgehen muss, erlauben Sie mir die Antwort auf, es gab eine Frage noch präziser an mich mit Blick auf das Grenzüberschreitende. Wir haben im Rahmen des Aachener Vertrags diesen grenzüberschreitenden Ausschuss eingerichtet. Der hat einen furchtbaren Namen, Grütz heißt der. Also so vom Framing her suboptimal, aber da ist genau der Gedanke, dass die Vertreter der Städte drin sind, also Oberbürgermeister der Region, also auf französischer Seite, deutscher Seite, Landtagsabgeordnete und Bundestag, um diese Debatten zu führen. Und das hat sich in der Krise eigentlich als sehr gutes Gremium erwiesen. Und ich glaube, dass wir das noch wesentlich stärker nutzen können, um auch andere Probleme anzugehen, mit Blick auf Gesundheit, nicht nur in Krisensituationen, sondern im Standard. Also wenn ich einen Kardiologen in Straßburg habe, in Kehl wohne, warum kann ich eigentlich nicht immer zu denen? Und ich glaube, wir müssen auf jeden Fall besser verstehen, warum die 24% nicht zufrieden sind mit der Demokratie, warum ein Teil nicht mit Europa einverstanden ist. Ich mache das persönlich immer, dass ich mit denjenigen, die mich nicht beleidigen, auch spreche und telefoniere und versuche, es zu verstehen. Und das Gleiche müssen wir versuchen mit Blick auf, ja, was ist in den USA passiert, warum haben 71 Millionen trotzdem Trump gewählt, was war bei dem Brexit, was waren die Faktoren, und da hängt häufig viel mit öffentlichen Institutionen zusammen und öffentlicher Daseinsvorsorge und Infrastruktur. Das sehen wir bei dem Brexit ganz stark, die Korrelation zwischen Abbau öffentlicher Infrastruktur, Bibliotheken in Großbritannien ganz relevant, Gerichte und dann Zustimmung auch zum Brexit. Und da, glaube ich, haben wir viel nachzuarbeiten. Und für die repräsentative Demokratie, das ist eine deutsche Aufgabe, aber ich finde, wir haben eine Schwierigkeit, dass die Koalitionen immer schwieriger werden, immer mehr Parteien zusammenkommen, es über die Lager hinweg geht, dadurch also inhaltlich komplizierter wird. Und die Tendenz in Deutschland ist, dann macht man einen Koalitionsvertrag zu Beginn, der bis ins Detail alles regelt. Und dann sind die Debatten im Bundestag nämlich eigentlich nicht mehr so spannend. Weil dann hatten wir alle schon zu Beginn geeinigt, und ich glaube, da müssen wir noch bessere Antworten finden, wie wir dann den Bundestag noch relevant halten in schwierigen Zeiten von schwierigen Koalitionsformaten. Vielen Dank, Frau Brandner. Ich glaube, das war auch ein gutes Schlusswort für unsere Diskussion. Wie halten wir den Bundestag relevant? Vielleicht als Metapher für, wie halten wir Demokratie relevant in den Mitgliedstaaten und in der EU? Vielen, vielen Dank an Sie alle, dass Sie heute hier bei uns waren. Vielen Dank für die spannende Diskussion und die spannenden Antworten auf die Fragen. Vielen Dank auch an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie hier mit uns dabei waren und für Ihre Fragen. Ich habe mich sehr gefreut und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, tschüss.